Hallo und herzlich willkommen. Heute führen wir einen Telefonanruf. Hallo, ich wollte gerade... Ja, egal, dann führen wir eben keinen Telefonanruf. Wird genauso spannend. Inform Detective Phelps that the coroner has report waiting. Police morgue downtown when he's available. Got it, KGPL. Egal, scheiß auf die Highschool. Und jetzt auf einmal kann man da wieder anrufen. Mensch. Also doch ein Anruf, seht ihr? Nicht zu viel versprochen. Phelps, 1247. How could I help, Detective? Drunk, mister? I need an address on a Belmont High School. Checking for you, Detective. Belmont High, 1575 West 2nd Street. Thanks, ma'am. Wie finden die so schnell diese Informationen raus? Was ist das denn? Das ist das Internet der Vergangenheit, aber es funktioniert wesentlich besser als manchmal unsere heutige Verbindung. Und das über Telefon. So gute Spracherkennung habe ich noch nie gesehen. Ey, warte mal, das sind ja echte Menschen. Wow. Echte Menschen haben immer noch die beste Spracherkennung. I'm surprised, you know. I didn't make the husband for it. Always make the husband, fellas. 9 times out of 10, it's the closest person to the Vic who does the deed. God knows I've wanted to kill some wives in my day. Lex parsimoniae. What? The law of parsimony. Occam's razor. The simplest explanation is most likely the correct one. You know, you could have said that without getting all liturgical on me. I'll try to dumb things down from now on. Appreciate it. And try this one on for size. Rusty's razor. How's that go? You blame the guy that's banging her. Ah, of course. The famous Lex ignoramus. Closes cases, Cole. Puts a lot of people away that one. Any Central unit, a possible 288 at Belmont High School, 1575 West 2nd Street. Stand by for further. Belmont High School? Identify code 2. 11K to KGPL. We'll take the 288. Go ahead with the further. Calling all cars. Citizen reports. Officer needs help. Shots fired. Officer down. 6th Street. Nee, komm, erstmal Highschool jetzt. Komm, Leichenschau, das kann ja warten. Code 3. Identify. Dass ich mitten in der Kreuzung stehen geblieben bin, das war ganz normal. Das darf man tun. Das ist nicht gegen die Regeln, ja? Also so halb. Ach ja, bevor das Video hier auf einmal wieder alle ankommen und sagen, Musik, Musik, in einem Video ist die Musik, gehört zwar zum Spiel, aber scheißegal. Und die Musik ist auch locker 60 Jahre alt, aber egal. Oh, das tut mir aber leid. Das werden wir selbstverständlich nicht ersetzen. Wir sind Polizei, sowas tun wir nicht. Das ist abwegig. Können Sie nur erwarten, dass wir Schäden ersetzen. So. So fährt man seine Kinder zur Schule, genauso wie ich es gerade tue. Möglichst viel kaputt machen, Leute umfahren. Sorry! My partner isn't the greatest driver in the world! Was willst du denn? Ich bin ein geiler Driver. Saturday's the spring unveiling, Emmy. It's the first season since fabric rationing's over. We have to go. I told you I can't Saturday. I'm busy. Busy where? You're going on another drive with Davy Gardner, aren't you? So what if I am? Go, Phelps. I'll take the car and see if I can cut him off. Auf einmal Actionmucke. Na warte, na warte, na warte, na warte. Wir kriegen dich, wir kriegen dich, wir kriegen dich, wir kriegen dich. Kann ich die niederreißen? Ich glaube nicht. Schade. So, wo mag er hinrennen? Wahrscheinlich nach links, ne? Komm schon. Ich muss irgendwo ein bisschen abkürzen können, damit ich ihn niederreißen kann. Komm, 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 komm. Ich tippel X. Ich tippel X. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Und so macht man's. Ich meine, ohne Waffengewalt.
11K, go ahead. 11K, see the janitor. A green 1946 coupe registered to a Mrs. Hugo Moeller has been found in the parking lot adjoining the Belmont High School and playing fields. 11K, code 2. Look for the bin at your local grocer's. What's your name? Who's asking? We can do this the easy way or the hard way. Name's Eli Rooney. You've been in trouble with the law before, Eli? Some. What are you doing around here? I like to keep an eye on the children. Strictly paternal, is it, Eli? Don't sass me, boy. A woman was abducted here last night, Eli, and murdered. And I would love to make you for that, you oaky motherfucker. Well, I wouldn't know nothing about that. A woman, you say? I like 'em a little younger than that. Turn out your pockets, Eli. Now, why would I do that? Because I'm about to break your fucking skull, Eli. You're under arrest, Eli. You're in very deep trouble. Get some backup down here, Rusty. We need to get this one downtown and into a cell. I'll tell them we got a kitty rape. What time did you see the person park the car? Late last night, after school social, maybe 1 a.m. I've been keeping a good eye out lately. We've had problems with the child molester. Eli Rooney. We've met him. Filthy son of a bitch. He was here yesterday before the dance. Was it him you saw park the car? I don't know, sir. I'd like to say yes, but the truth is it was pretty dark. Would you say Rooney is violent? Yes, sir, I would say so, yes. Thanks for your help. This is the car? Yes, sir, Detective. Have you looked it over? Superficially. I was told to wait for you guys. Thanks. We'll take it from here. Blood and skin samples. We better get Ray Pinker out here. Sieht nicht verdächtig aus oder so. Die Hand bewegt sich wie so ein Roboterarm. Naja, gut. The overalls are stenciled HM. Muller is a mechanic. I wonder what Eli does for a living. Jetzt haben wir irgendwie zwei potenzielle Täter. Diesen komischen Kinder, den Kinderfreund, der den überhaupt nicht nachspioniert, sondern Themenwechsel. It's from a Chrysler. Could be important. Wo steht das denn? Chrysler. Na gut. Haben wir das noch nicht vollständig untersucht? Naja gut, egal. Offenbar schon. Das war's. Ja, offenbar schon. Zentrale anrufen. Das Schöne ist, die Polizeirufstation leuchtet uns schon aus der Ferne an. Hier geht ein Lehrer nach Hause oder bist du auch ein Kinderschänder? Müssen wir dich auch festnehmen? Ich glaube nicht. Obwohl man weiß ja nie. Vielleicht schon mal provisorisch jemanden festnehmen. Einfach irgendwelche Leute. Passt schon. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need interrogation set up at Central for both suspects being held in the Muller homicide case. Certainly, Detective. I'll get in touch with the watch commander. Thank you. Dann führen wir jetzt Verhöre durch. Das Spannendste an so einem Fall. I say we make Rooney for this. I think we should lay it on him. He was near the car, he had her jewelry, the DA will love him for it. Even if he didn't do it? Who cares whether he did it? You have kids, Phelps? He needs to be taken permanently out of harm's way. And we let Muller slide? For a while. He gets a free pass from you. So, fahren wir erstmal zum Leichenschauhaus. I don't know about this. My gut says Muller. We caught him trying to destroy evidence in his backyard, and that was his car with the bloody tools in it. I never said it wasn't Muller. Hell, he probably killed his wife, deprived that poor kid of a mother. But he's not in immediate danger to anyone else. Rooney's a threat to every kid at Belmont.
He's a peeper, Rusty. We can pick him up for something else. You really want to run that risk? Ich habe grob aufgeschnappt, was gesagt wurde. Untertitel lesen ist schwierig, wenn man fahren muss. Geht es darum, dass der Kaspar, der da mit uns im Auto sitzt, auf einmal glaubt, dass es doch nicht der Mann war? Boah, Meinungsänderung Deluxe. Ups. Ach ja. Gut, ich habe vergessen, dass wir eine Sirene haben, aber wir wollen dann noch nicht immer so lautstark auf uns aufmerksam machen. Nicht immer. Oft, aber nicht immer. Den Sitz könnte ich jetzt gerne noch 5-mal wiederholen, aber ich glaube, bis dahin sind wir dann auch schon angekommen. Oder haben irgendwas kaputt gefahren. Sorry. So. Immer noch nicht da. Was ist denn das Leichenschauhaus? Die sollen wir ein paar davon in der Stadt aufbauen. Müssen nicht immer so weit fahren. Ach, warte mal. Den Abhang kenne ich ja. Oh, da sind wir schon. Hat nicht wehgetan, ne? Zum Glück gibt es Airbags unterhalb der Sitzflächen. Nennen sich Polster. Gehen wir hinein in das Mortuary. In den Nachteingang. Boah, da verstoßen wir ja gegen die Regel. Ist ja gar nicht mal Nacht. Phelps, Rusty, thanks for coming. Can you blood type the shoes that we bagged and see if they're a match? Sure. It'll all be in the report, but I'm assuming you want the details now? Please. Cause of death is strangulation? Correct. Take a look at the samples on the bench. Ich würde sagen, dieses, ne? Oder? Ja. What are the normal uses for that kind of rope? On boats, mooring lines. Correct. Although Ray says that they're sometimes used as bell ropes in churches. Das ist es doch, oder? Das ist vor allem dasselbe, das wir in dem Auto gefunden haben, was blutig war. Das kann es nicht sein. Das ist ja in beide Richtung. Ihr seht ja, das geht so irgendwie. Ich kann es leider nicht zeigen. Aber ihr könnt ja anhand des Musters erkennen, dass es... Das passt nicht. Nee. Oder? Nee. Nicht wirklich. Nee. Dann können wir das auch noch ausprobieren, obwohl das auch überhaupt gar nicht passt. Naja, gut. So. Fertig. Ich würde sagen, wir haben hier unseren Gewinner. Das können wir auch nochmal dran halten. Aber ich schätze mal, das war die Nummer 3. So are we looking for a sailor or a minister? Well, in my experience, sailors seem to have the greater libido. Was Mrs. Muller criminally attacked? No external or internal traces of semen. Thanks, Mal. Anything else comes up, you let us know. Diese peinliche Stille. Ich unterbreche sie mal, indem ich einfach weggehe. So. Schade, dass unser Auto nicht die Fähigkeit hat, den Berg wieder hochzuspringen. Ich würde sagen, ich lasse jetzt mal fahren. You can drive. Denn zum Zentralrevier habe ich keinen Bock jetzt zu fahren, weil die Verhöre ja bestimmt noch ein bisschen dauern werden. Und ich will pünktlich Schluss machen. Ja, wir haben schon 2 Uhr. Jo. Not exactly the happiest of places, the coroner's office. Carruthers is a good man, professional, diligent. If you're working with a pro, it's easy to overlook the grim realities of a place like that. Funny job, that, the coroner's. How so? You don't want them enjoying their work too much. The wrong kind of man can get awfully lonely rattling around a joint full of corpses. Rusty, that's like something out of the pulps. Been reading the same ones as me? I thought you were usually too drunk to get through a magazine. You know, if I close one eye and squint, you can just about make out the print.
Ja, Verdächtigen... Ach, jetzt müssen wir einen von denen beschuldigen. Das Schlimme ist, Moller hatte diese komischen Schuhe und wir haben den Overall von ihm. Das heißt, wir haben 2 Sachen gegen den und dieser andere Typ hatte nur den Ring von der Frau. Kann sein, dass er den auch nur gefunden hat, ne? Gucken wir mal zuerst hier. Ich glaube, das ist Moller, ne? Hallo, Moller. Here's where we stand, Hugo. Your next-door neighbor heard screaming coming from your house. You were burning your blood-stained shoes. You have no one who can confirm your whereabouts last night. Your daughter says you're a violent man. We have everything we need to send you to death row, and all you have to say for yourself is, I didn't do it. I swear I didn't kill her. Give me that lie test. I can prove it. Why did you burn your shoes, Hugo? Because I knew you'd never believe me. Are you going to tell me what I want to know, or do we have to take it out of you in lumps? Give it your best shot. I can take whatever you're throwing. Was hätte ich denn dagegen sagen sollen? Oh, ich kann das sogar abbrechen. So I'm free to leave. You believe my story. Ich würde gerne aufstehen. Okay. Ich hau mal ab. Ich unterhalte mich mal erst mit dem Penner, würde ich fast sagen. Ich weiß jetzt nicht genau, was das für ein Typ ist. Ne, Interview. Wo ist Interview? Interview. Captain, we were on our way to interview Eli Rooney. Yes, Phelps, I know. This particular fiend is an old acquaintance. I have tried to reaffirm his belief in a wrathful and terrible God. Whichever way it goes, I'll be dealing personally. Oh, wie freundlich. You look like you've had it rough. You see me asking for your sympathy, boy? Boah, ich weiß noch damals, als ich das gespielt habe, ey, ich konnte mich nicht entscheiden, wen ich nehmen soll. Egal, machen wir mal. You down on your luck, Eli? I had worse. My family ate roadkill during the Dust Bowl. But you have a job. A parolee has to have a job, correct? I had me a job down in San Pedro. I'm looking for something new. Also, ob ich da eine Lüge wirklich gegen habe? Ich habe da nichts gegen. Ich kann das nur anzweifeln. This place you worked have a name? Hennessy Marine. You can't misplace big yellow letters HM out front. They give you any workwear, Eli? Sure. Green coverall. Dang thing was hot. Felt like I was back in the pen wearing it. War der Overall grün? Ah, natürlich war er grün. HM. Diese Parallelen einfach, das ist doch Absicht. Das ist doch alles Absicht hier. Alles Absicht. So, Zugang zum Flechtseil. You ever tie up any of your victims, Eli? It's not a nice thing to go calling them. What would you call them? I can't say. I learned a long time ago not to go talking about the things I like. Talking about it just seems to get people's dander up. Answer the goddamn question, Rooney, before I brain you. See what I mean? Short answer is yes. You have any preference regarding rope, Eli? I know a good rope from a bad rope, if that's what you mean. That's not what you mean, is it? Any old rope will do me fine. Das sieht aus wie die Wahrheit. Farm boy like you, Eli, must prefer Magay for roping. Am I right? I prefer braid. Tie, hitch, and braid. It stays tied. Flechtseil war noch das, ne? Nochmal kurz gucken. Flecht, ja, da soll stehen, das ist ein Flechtseil, so. Ich sag das jetzt. Sieht auch so aus. Ich meine, es ist geflochten. Sieht aus wie ein Zopf. Zöpfe flechtet man auch. You killed Mrs. Muller and stole her jewelry. That ain't so. Ain't done nothing like that.
Ja, ich habe keine Beweise, dass der die umgebracht hat. Ich kann jetzt nicht sagen, du hast sie umgebracht, weil das wäre ja direkt Festnahme quasi. Ich mache jetzt Intuition, so, ich habe ja genug. Ich weiß gar nicht, wo die Punkte immer herkommen. Naja, gut. Okay, gut. 57% anzweifeln. Dann nehme ich das einfach mal. Ist wie bei Wer wird Millionär? You have no job and nowhere to live by the smell of things, and you need money. You've been in trouble before, Eli. Who do you think a jury will believe? I've been in trouble for other things, but I ain't never killed no one. I saw that car coming to the parking lot late last night. Man got changed there and put his coveralls in the trunk. I saw him drop the butterfly in the lamplight and he strolled out, cool as you like. And I went over and I picked it up. You're as good as done, Mr. Rooney. All it will take now is some paperwork. Ich habe ihn jetzt mal gehen lassen. Ich frage jetzt nochmal diesen anderen Typen. Aber so wie es aussieht, das hat sich gerade realistisch angehört. Es kommt natürlich darauf an, wie du die Leute befragst. Wenn der mir das jetzt nicht gesagt hätte, wäre er genauso verdächtig gewesen. Aber im Moment ist er eher weniger verdächtig als der Ehemann. Obwohl ich den hier natürlich noch nicht befragt habe. Nicht vollständig. Aber das hört sich plausibel an, ne? Ich meine, vor allem, weil HM für beides stehen könnte. Hugo Moller und H blablabla Marine. You know anything about ropes, Hugo? As much as the next man. I was a scout. I learned some more in the army. Warte, hat er nicht ein Boot? Warte. Beweise habe ich nix. Nee, aber der hat doch ein Boot. You learned to strangle with the rope in the army? With rope, with my bare hands, but mainly with wire. I learned a lot of things in the army, but I still didn't kill my wife. For argument's sake, what type of rope would you use? If I had to, I would use a triple braid. Less flex, easier to control. Genau dasselbe. We found your wife's car. Someone parked it at the school late last night. Do you have anything to say about that? It wasn't me. Where do you keep your work clothes? I keep them at work in my locker. Das ist auf jeden Fall mindestens anzweifeln. Wo... Kann hier auch nicht... Wo der die aufbewahrt, darauf habe ich kann nur anzweifeln, das geht nicht anders. It was you, Hugo. I'm offering you a chance to come clean on this. For the last time, I did not kill my wife. Hätte ich hier bloß einen Intuitionspunkt verwendet. Your wife was beaten with a tire iron, Hugo. An appropriate choice of tool for a mechanic. I know nothing about any tire iron. Dann benutze ich jetzt einfach Intuition. Denn ich habe keinen Bock, hier noch wieder falsch zu... Oh, Lüge, Lüge, Lüge. 68%, warte. Ihre Frau wurde mit einem Radmutternschlüssel geschlagen. Eine passende Wahl für einen Mechaniker. Ich weiß nichts von einem Radmutternschlüssel. Haben wir irgendwo bei dem einen Radmutternschlüssel gefunden? Ich weiß es nicht mehr. Aha. Gut. Der Radmutternschlüssel wurde im Wagen von seiner Ehefrau gefunden, von daher... You're lying, Hugo. You're gonna have to come clean on this. You got no proof. Wenn der Radmutternschlüssel blutig im Wagen seiner Frau ist, die Frau tot ist, dann kann es ja nur einen geben, der noch davon weiß. Your wife drove a Chevrolet, Hugo. What make of car do you drive? A Chrysler Airflow. So I guess that explains why the tire iron that killed your wife came from a Chrysler. Guckt euch das Gesicht an. Der ist nervös. Ich verlasse das Verhör erstmal und jetzt gucken wir uns nochmal den anderen Typen an.
Gesichtsausdruck sagt ja alles, vor allem weil das Spiel darauf basiert, dass man hier, ich glaube 100 Terabyte Daten haben die damals gespeichert für die Aufnahme der Gesichtsanimationen, die keine Animationen sind, sondern Aufnahmen von echten Schauspielern. Und er sieht er nervös aus? Nein. Im Gegensatz nochmal dazu, ihr könnt gerne vergleichen und selbst euch eine Meinung bilden. Ihr habt ja jetzt alles genau dasselbe gesehen wie ich. Sieht er nervös aus und wollte der andere einen Anwalt haben? Ich beschuldige ihn. Ganz eindeutig. Ich meine, was würdet ihr machen? Ich finde, das ist die logische Wahl. Es sprechen mehr Sachen gegen den Typen, vor allem sein Verhalten, als gegen den anderen. Und die Geschichte vom anderen ist mir plausibler als die Geschichte von ihm hier. Hugo Muller, I'm charging you with the murder of your wife. You'll be arraigned and taken before a grand jury. Book him, Rusty. With pleasure. Mal gucken, was die Fallauswertung sagt. Okay, der Gesichtsausdruck hat auch jetzt gerade nicht unbedingt... Ja. I have to say I'm disappointed. I stood in front of a troop of reporters and made promises. Promises of swift and fearful retribution, and you bring me an armful of vagary and happenstance. You made the department look bad, lad. Do it again and your career as a policeman will come to an abrupt and ignominious end. You two are back on the streets. Find street criminals, roust them, beat them, and restore some fervor to your police work. Your next case will come when you've revived my faith in your abilities. Now get out of here! WTF? Sag jetzt nicht weniger als... Was? Routinemäßig. Habe ich das Richtige getan? Ich weiß es nicht. Und jetzt kann ich sagen, ich werde jetzt kurz schließen drücken und dann werden wir gleich beenden, ne? Die Folge. Nochmal kurz reinschnuppern in den nächsten Fall. We captured 2 regular armies. Lieutenant! Phelps, we've been over this. That sniper barely missed you back on the beach. Until the mission is over, there'll be no more saluting or signs of rank. I'm in charge here, Medier! Do you wish to interrogate the prisoners? No, they're beat. Why they look so sullen? You're wondering why we haven't killed them yet. There is no greater shame than being taken prisoner. Get this, Golden Boy actually seems to know what he's doing. なぜかとの会社と名前を名乗ってください。第44大部隊所属兵だ。Kisima, nane sama dato? Umutarunda. See that, boys? He slapped that Jap right upside the head. It was merely to remind him of his place. His shame was the tone of voice that he used with a superior. I respect the Japanese, Corporal. Respect, we're here to kill the sons of bitches. Do you know why we are fighting the Japanese, Private? With respect, sir, these bastards attacked Pearl Harbor. And why did they attack Pearl, Private? Because they hate the US of A and our way of life. They attacked the US because we cut off their oil. What would we do if another country denied us the gas to run our cars? Krieg führen. Wer weiß das schon. Die USA machen viele Kram-Sachen. Naja. Ah, Phelps. I was just discussing with Finbar here how well you were doing. Have a seat. Yeah, my real name. And you can just forget all about it. You boys have a new case. A poor Hispanic woman murdered near City Hall and left lying naked in an alleyway. Another naked woman, sir? Yes. We seem to have had quite a run of them since the Dahlia fiend first struck. Phelps is politely trying to hint that he thinks the Mendez case is hopeless. Well, young Phelps, you win some and you lose some in police work.
You're happy with the Mueller case, sir? Over the moon, boys! The DA couldn't be more pleased with the evidence, the witness, and the lack of an alibi. Now, get out there and catch me another sinner. Und Pause. Und beenden. Und mal gucken, wo wir nächstes Mal landen. Wo er jetzt gespeichert hat. Wahrscheinlich dann am Beginn dieses Falls. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das gerade zu bedeuten hat am Ende dieses Mueller-Falls, als er gesagt hat, wir haben das Departement bloßgestellt. Ich fand, das war die bessere Entscheidung. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, was ihr genommen hättet, weil das war so die erste große, fette Entscheidung, die wir da machen mussten zwischen zwei Verdächtigen. Ich finde, ihr habt das Richtige ausgewählt. Ich weiß nicht mehr, was ich vor 3 Jahren ausgewählt habe, aber es ist mir jetzt auch egal, es ist passiert. Ich wiederhole den Fall nicht. Das hätte ich früher vielleicht gemacht. Wenn ich es alleine gespielt hätte, hätte ich vielleicht zurückgespult und mal auch den anderen ausprobiert, einfach nur um zu sehen, was passiert wäre. Ja, aber ich finde, ich habe das Richtige gemacht. Was hättet ihr genommen? Und das, was wir gerade in der Cutscene gesehen haben, scheint ja dann doch auch wieder ein bisschen ermutigender gewesen zu sein. Ansonsten bedanke ich mich für eure Bewertung und wir hören uns morgen wieder. Ich für meinen Teil werde jetzt erstmal die deutsche Sprache neu erlernen. Das ist so ein schönes neues Wort, habe ich mir gerade ausgedacht. Relernen. Lass ich patentieren. Keiner von euch darf das benutzen. 100 € Lizenzgebühren pro Einsatz. Nee, wir haben 2 Uhr. Ich rendere jetzt die Folge für Freitag, obwohl schon Samstag ist. Das ist, weil ich ein echter Gangster bin. Ja. Und ihr hoffentlich nicht, sonst kommt COle und verhaftet euch. Ja, ja. Aber die Musik erinnert mich wirklich ein bisschen an die Anfangsmusik von Stromberg. Zumindest jetzt nicht diese hier, aber manche von den Musikstücken, manche von der Musik, ein wenig von der Musik in diesem Spiel. So, bevor ich jetzt weiterrede, tschüss.